Willkommen zu einem neuen Mathe-Video. In dieser Folge will ich euch erklären, wie man eine Gerade im Raum mit Hilfe einer Gleichung beschreiben kann. Eine Gerade besteht aus unendlich vielen Punkten und jeden Punkt auf dieser Geraden wollen wir mit unserer Gleichung erreichen. Um einen Punkt im Raum beschreiben zu können, hilft uns ein Koordinatensystem. Da der Raum 3 Dimensionen hat, brauchen wir ein dreidimensionales Koordinatensystem, also ein Koordinatensystem mit 3 Achsen. Wir können diese x, y und z nennen. In der analytischen Geometrie nennen wir diese meist x1, x2 und x3. Okay, aber wie können wir jetzt jeden Punkt auf dieser Geraden mit einer mathematischen Beschreibung erreichen? Vom Ursprung aus können wir zum Beispiel diesen Punkt mit einem Vektor oder auch diesen Punkt mit einem anderen Vektor erreichen. So können wir jeden beliebigen Punkt auf der Geraden mit einem passenden Ortsvektor erreichen. Und wenn wir alle Punkte allgemein mit x bezeichnen, so heißen die zugehörigen Ortsvektoren einfach Vektor x. Das können wir als Menge darstellen. Okay, aber eine Liste von unendlich vielen Vektoren, die vom Ursprung auf unsere Gerade zeigen, bringt uns jetzt auch nicht wirklich weiter. Also was können wir machen? Wir können aus dieser Liste einen einzelnen Vektor auswählen, der uns von Ursprung auf unsere Gerade bringt. Zum Beispiel diesen. Diesen gewählten Vektor nennt man Stütz- oder auch Aufpunktvektor. Und den Punkt, den wir damit erreichen, geben wir jetzt beispielsweise den Namen Groß A. Da der Ursprung im Englischen Origin heißt, kürzen wir diesen einfach mit O ab und nennen den Verbindungsvektor zu A einfach OA. Dieser Verbindungsvektor wird auch als Ortsvektor von A bezeichnet. Oft nennt man den Ortsvektor von A einfach nur Groß A anstelle von OA. Man kann diesem Vektor aber auch jeden anderen Namen geben, zum Beispiel Klein-a oder irgendwas anderes wie Johannes, Martina oder was ihr wollt. Wichtig ist zu merken, dass uns der Aufpunktvektor vom Ursprung aus auf unsere Gerade zu einem Startpunkt bringt. Von diesem Punkt aus wollen wir jetzt alle anderen Punkte unserer Geraden erreichen, zum Beispiel diesen oder natürlich auch diesen. Um beispielsweise diesen Punkt erreichen zu können, benötigen wir den Verbindungsvektor von A zu diesem Punkt x. Weil dieser Verbindungsvektor jetzt in die Richtung der Geraden zeigt, nennen wir ihn Richtungsvektor und geben ihm beispielsweise den Namen v. Auch hier ist jeder andere Name möglich. Die Gleichung, um diesen Punkt x zu erreichen, wäre jetzt mein Aufpunkt A plus mein Richtungsvektor v. Jetzt wollen wir unsere Vorschrift noch so modifizieren, dass wir jeden beliebigen Punkt auf dieser Geraden erreichen können. Vom Aufpunkt aus muss ich zum Beispiel zweimal meinen Richtungsvektor laufen, um diesen Punkt zu erreichen. Ich muss also jetzt zu meinem Aufpunkt A zweimal meinen Richtungsvektor v addieren. In die Gegenrichtung geht das ganz genauso. Wenn ich jetzt beispielsweise diesen Punkt erreichen will, dann muss ich meinen Richtungsvektor in die entgegengesetzte Richtung laufen. In meiner Gleichung sieht es dann so aus, dass ich zu meinem Aufpunkt A minus einmal meinen Richtungsvektor v addiere. Okay, wenn ich aber jetzt ausdrücken will, dass ich jeden Punkt auf dieser Geraden erreichen kann, dann multipliziere ich den Richtungsvektor statt mit einer konkreten Zahl mit einem Buchstaben, zum Beispiel k. k kann jeden beliebigen Wert aus den reellen Zahlen annehmen. Und weil k unendlich viele verschiedene Werte annehmen kann, kann ich mit dieser Gleichung jeden beliebigen Punkt auf der Geraden beschreiben. Statt k kann man jeden beliebigen Buchstaben wie zum Beispiel L oder R nehmen. Oft ist es auch üblich, für diesen Parameter griechische Buchstaben zu verwenden, wie zum Beispiel Lambda oder μ und so weiter. Also bitte nicht verwirrt sein, wenn es in einer Aufgabe einmal nicht k, sondern Lambda heißt. Mit dieser Gleichung kann ich jetzt jeden beliebigen Punkt auf meiner Gerade im Raum beschreiben. Jetzt habe ich für euch noch eine kleine Zwischenfrage. Was muss ich machen, wenn ich jetzt keine unendlich lange Gerade beschreiben will, sondern nur eine Strecke? Schreibt mal eure Vorschläge in die Kommentare. Die Antwort findet ihr in einem weiteren Video zum Thema Strecken. Im nächsten Video hier werde ich euch ein Anwendungsbeispiel zu diesem Thema zeigen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, danke fürs Zuschauen, tschüss!